wie ihr damals die Sacred Love gemacht habt, wie ist das abgelaufen mit Sting zusammen? Also das erstmal kam ich zu Aufnahmen in Paris im Studio. Ich glaube, das war ein Mega-Studio. Genau, da habe ich auch meinen Kram ein bisschen aufgebaut und auf einmal kam Sting, hat mich begrüßt und sagte, was hast du dabei? Ich habe gesagt, das und das und das, cool. Probieren wir mal. Und dann haben wir angefangen. Ich glaube, der erste Song war Send Your Love. Send your love, send your love, send your love. Send your love. Und ich sollte eigentlich nur Send Your Love aufnehmen für die Single und dann einfach verschwinden. Aber ihm hat es gefallen und hat mich gefragt, ob ich noch mehr aufnehmen möchte, die anderen Songs, und dann habe ich das gemacht. Und dann hat er mich gefragt, ob ich bei den DVD-Aufnahmen machen möchte, und dann sind wir auch auf Tour gegangen. Es war schön, es war nicht nur die einzige Tour. Ich bin dankbar, weil mein Leben hat sich ja auf einer sehr positiven Art geändert. Und man zieht sich ja nicht umsonst an, sondern man hat ähnliche Punkte, man hat ähnliche Gedanken, man hat ähnliche Gedankengänge, und viele Sachen habe ich festgestellt, nicht direkt, sondern immer später, dass ich also vielen Dingen in vieler Hinsicht wie Sting denke. Was war für dich jetzt heute die besondere Herausforderung an dem Song? Oh, der Song geht ja nicht, erstmal geht das auf einen Odd Meter, nennt man das, an unregelmäßige Taktart. Es geht die ganze Zeit in 5 und dann hast du 6 Achtel und dann Chorus wieder in 6 Achtel, dann zurück in 5, Strophe in 5 und dann geht's dann im 11er. Und selbst der 11er, die Unterteilung ist unterschiedlich, dann immer das erste Mal, wenn es kommt, es ist 6 plus 5. Dann hatten wir den Instrumentalteil, was vollkommen woanders war. 3 Sechser, ein Fünfer. Weiter im 11, aber dieses Mal dann 6-5 und nicht 5-6 und dann ein Hin und Her. Ja, das ist schon eine kleine Herausforderung, und die man macht, aber das eine ist ja das Technische, das Handwerkliche, und das andere ist halt die wahre Herausforderung, dass du es zum Rollen bringst, zum Grooven, dass es ein bisschen nach Tanzbarem klingt. Das ist wichtig, und das ist das, was Sting auch sehr oft drauf geachtet hat, ob das bei wie hieß nochmal der Song, der in 5er, 7 Days oder I was brought to my senses, ist auch 7. Das rollt alles ungemein, obwohl das, oder I hung my head, das ist 9 Achtel. Ja. Das Publikum interessiert das nicht. Das Publikum will halt einfach dieses tanzbare Essenz mitfühlen. Ja. Und da muss man drauf achten. Das I Hung My Head ist übrigens auch eine Nummer, die wir bei mir im Programm haben und die wir mit Cartoons bebildert haben. Das war tatsächlich damals die ausschlaggebende Nummer, also die Idee in mir geboren hatte, diese Texte, die er macht, mal zu bebildern und das mit Bildern zu erzählen. The sheriff, he asked me why had I run, and then it came to me just what I had done, and all for no reason, just one piece of lead. I hung my head, I hung my head. Ja, der Text ist sehr bildhaft natürlich. Ja, das macht er gerne.
Für mich ist es super wichtig, weil ich muss den Text hören und da kommen Bilder. Ich arbeite sehr viel mit Farben und Bildern und das ist für mich wichtig. Der Text oder beziehungsweise die Idee von meinem Projekt Wizard of Oz sind ja gefühlte Wahrheiten. Also im Endeffekt, deswegen habe ich das auch versucht mit unterschiedlichen Musikern in unterschiedlichen Varianten aufzunehmen, sodass jeder irgendwo seine gefühlte Wahrheit in diesen Song bringt. Ja, mit dem, ich sag mal, gefühlte Wahrheiten sind ja heute so ein Thema, die auch die Gesellschaft spalten. Ja. Also jeder ist irgendwie nur noch, meine Wahrheit zählt, wenn du nicht meiner Meinung bist, bist du automatisch mein Feind und im anderen Lager. Wie nimmst du sowas heutzutage wahr? Ja, das ist halt einfach, du sprichst halt einfach ein ganz wichtiges Thema. Ich meine, wir sind ja weit entwickelt, aber diese Entwicklung ist basiert natürlich auf Konsum und Technologie und der Geist ist da extrem zurückgeblieben. Und wenn der Geist zurückbleibt, dann steigt halt einfach das Ego ganz hoch. Und wie du gesagt hast, jeder bringt halt einfach sein Ego ganz raus, ganz schnell raus, ganz groß. Wie zum Beispiel, was du erwähnt hast, wenn du nicht an meiner Wahrnehmung oder an meiner Wahrheit, wie ich dich sehe, dann bist du mein Feind. Das ist eigentlich Quatsch. Genau. Es gibt Platz genug für alle Meinungen und es gibt Platz genug für die Wahrheit. Natürlich sind wir unterschiedliche Menschen und haben andere Wahrnehmungen, aber man soll den anderen halt einfach Raum lassen für die andere Meinung. Das ist wichtig, weil das ist halt einfach das, was so eine entwickelte Gesellschaft, Demokratie ausmacht. Ja, es ist aber auch wichtig, dass man sich, glaube ich, auf einen gemeinsamen Nenner irgendwo auch wieder verständigt oder einigt. Also gerade wenn es so Dinge sind wie die Newtonschen Gesetze, die sind einfach von einer Meinung unabhängig. Ja. Und das ist, glaube ich, das ist für mich so eine große Gefahr, die ich heute sehe, dass sehr viele Leute eigentlich nur ihrer Wohlfühlmeinung nachlaufen, anstatt den Dingen auf den Grund gehen zu wollen und zu sagen, was steckt denn wirklich dahinter? Was ist denn tatsächlich aber das, Wahrheit? Ja, das Ding ist halt einfach, schau dir mal einfach den Alltag von den Menschen. Man wird getrimmt halt einfach zu funktionieren und Leistung zu bringen. Und jeder definiert sich dadurch. Weißt du, ich bin das, was ich leiste, ich bin das, was ich herbringe. Und was bleibt auf der Strecke? Es bleiben die Werte. Und davon sprichst du, glaube ich, dieses Gemeinsame. Diese Werte, die waren in einer anderen Zeit wahrscheinlich auch viel wichtiger. Wenn du hörst, in Deutschland die ganzen 70er, 68 und so, da war so ein kollektiver Geist, wo die Menschen halt einfach für die gekämpft haben, für bestimmte Werte, für Demokratie, für Freiheit. Jetzt ist die Generation damit groß geworden als selbstverständlich. Und dann neigt das natürlich dazu, irgendwie das Ego wieder aktiv wird. Und ich und ich habe noch nicht, ich muss noch haben. Und dann bleibt genau das, wovon du redest, auch auf der Strecke. Es ist wichtig, dass man eine gewisse spirituelle Dimension behält und einfach pflegt in sich, weil das ist das, was wir brauchen. Wie du weißt, ich bin viel auf Reise und ich sehe viele Länder und ich gehe gerne in Museen und gucke mir an. Und jedes Mal stelle ich fest, was bezeichnet eine Zivilisation? Was ist die Einheit, wodurch du eine Zivilisation beurteilst? Das bleibt immer die Kunst, der Geist im Großen, weißt du, die Literatur, die Malerei. Was wirklich am Ende übrig bleibt von uns, ist das, was die Leistung des Geistes, das Spirituelle, die Kunst, das sagt eigentlich sofort, wer wir sind. Auch bei den alten Zivilisationen. Zeig mir mal deine Kunst, dann weiß ich, wie weit du entwickelt warst. Ganz einfach. So, und mit diesem Statement, wo geht's künstlerisch für dich jetzt ab morgen hin? Ab morgen ist es erstmal eine kleine Aufnahme muss ich noch machen. Muss ein bisschen was im Computer machen. Ansonsten, ich nehme mir jetzt Ferien. Ich war viel unterwegs. Ich gehe jetzt mal ein bisschen mit meinen Kids auf Urlaub und danach kommt eins nach dem anderen. Nee, während des Urlaubs habe ich noch ein Konzert in Südfrankreich mit Nguyen Lee, der Gitarrist, der Jazzgitarrist wir haben ein Trio, wir haben übrigens hier das Album aufgenommen, das heißt Silk and Sand.
ruhe ich mich aus und gehe ein bisschen schwimmen, ein bisschen üben auch, aber viel Yoga und Joggen, Laufen an die frische Luft und dann geht es dann weiter im April, da bin ich mit der SWR Big Band, WDR Big Band, ich bin in der Réunion, die kleine Insel, dann bin ich in Hongkong mit einem Duo, dann komme ich zurück, dann muss ich nach Tanga direkt und voller Kalender. Genau, das geht alles, dann muss ich mit Sarah auch im Sommer, dann muss ich mit Herbert im Studio und dann ist letzten Ende September. Genau, mal gucken. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Es geht immer weiter. Auf jeden Fall toi, toi, toi. Alles Gute weiterhin. Danke. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Das Ergebnis ist großartig. Danke, freut mich. Und ich hoffe, dass ich es im Herbst dann rausbringe. Danke. Und ja, vielen Dank, Rani Vischer. Und ja, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.